Oh. Ja, hier ist dein Konvolut. Ja, wenn man so im Nachhinein sieht, kommt einem vieles in den Sinn. Die ganze Zeitperiode läuft vor einem noch mal ab. Und es ist interessant, wenn man dann einzelne Objekte rausholt, was das wieder die Zusammenhänge, die in dem Jahr, was alles passiert ist unglaublich. Ist für mich ein wunderbares Erlebnis. Das ist jetzt hier für die Kollektion Yves Saint Laurent 1967. Dann nehmen wir doch die Kiste mal raus, oder? Wenn du so einen Stoff entwirfst, also hier auf Papier, dann überlegst du dir dann schon, wie sieht es auf dem Kleid aus, wie ist die Richtung? Kannst du noch mal wie ordnest du diese Motive an auf dem? Ja, wichtig ist die Bewegung auch. Es kommt ja nachher auf eine Materie, die einerseits vielleicht transparent ist, aber die sich immer bewegt. Das ist ja ein Kleidungsstück. Ich hatte eigentlich immer das ideale Bild vor mir gehabt, wie sieht das auf dem Laufsteg aus. Und da kommt die Distanz dazu, die eine Rolle spielt, dass es auch von weit her gut wirkt, dass die Proportionen wirken, die Farben und das Zusammenspiel in dem ornamentalen Charakter, dass das fließend ist und nicht irgendwo verkrampft und eckig und schwerfällig. Ich habe auch im Atelier ich dann einen Spiegel an der Wand. Dann habe ich zurück. Ich habe die Sachen immer im Spiegel angeschaut. Dann habe ich die doppelte Distanz, Sichtweite bekommen. Und dann sieht man auch, wie sich das bewegt. Und dann bekommt man ein bisschen mit Fantasie den Eindruck, wie sieht das nachher auf einem Kleid aus, wenn man in den Spiegel schaut. Ich hatte eigentlich so eine Rolle vom Ghostwriter, der im Hintergrund anonym schafft. Aber die Zusammenarbeit und das Gespür auch, das Bekommen vom Designer, was in was für einem Rhythmus dass er ist, wie er denkt, da ist wichtig, dass man sich gut versteht. Das sind Skizzen. Ich habe öfters, währenddem, dass ich auch etwas gemalt habe, habe ich auf den Tisch gezeichnet oder auf Papierabschnitt Skizzen gemacht und habe schon am nächsten innen gesehen und habe gedacht, ich kann dann das, sei das in einem Hintergrund oder eine Synthese von 2 oder 3 Sachen miteinander verwenden, wieder in einem anderen Design. Also es ist ein dauernder Evolution, also ein Prozess vom das Gesamte von einem Design, wo dann nachher wieder zum nächsten und zum dritten und vierten und 20. geführt hat. Und hier, du hast hier noch so Linien gezeichnet, das sieht jetzt sehr konstruiert aus. Das ist sehr konstruiert, ja, weil das nachher natürlich sich wiederholt. Also das ist praktisch schon im Rapport gezeichnet. Vor allem konstruktive, geometrische, oder die müssen eigentlich schon im Rapport entworfen werden, weil sonst nachher sich Proportionen verändert oder wenn man sie verkleinert oder vergrößert. Also das Papier, das wir eben gesehen haben, das Design auf Papier, das ist sozusagen erstmal frei und dann muss es irgendwann nochmal übertragen werden in eine Rapportzeichnung. Das muss nicht sein, aber bei mir ist immer erst die Skizze müssen frei sein. Und dann ist eigentlich das in den Rapport gesetzt worden. Also die freie Skizze, die ist am Anfang gestanden. Und nachher dann für die technische Umsetzung, dass man es bedrucken kann. Und die Motive müssen sich ja wiederholen nach einer gewissen Distanz. Das ist dann im Nachhinein gekommen, als zweiter Schritt. Das sind jetzt 2 unterschiedliche Stoffe. Das ist 2 verschiedene Materialien. Das ist mit einem soliden Background und das ist mit einem transparenten Background, wo man auch durchsieht. Der Unterschied ist auch in den Materialien, dass sie verschieden fliessen. Ich habe noch eine Frage zum Druckprozess. Dort werden die einzelnen Farben getrennt voneinander gedruckt? Ja, die Schablonen, oder, die ist schon immer bewegt worden. Man hat immer eine Farbe gedruckt. Dann ist ein Rapport leer geblieben, dann haben wir die zweite Farbe gedruckt. Und nachher ist man dann die Stelle dazwischen drucken. Das hat auch zu tun mit dem Trocknungsprozess, oder, dass das nicht ineinander fließt.
verfließt. Und wir hätten auch schauen, gerade beim Rapport, das ist sehr, dass man hier den sogenannten GUP, das heisst dort, wo eine Schablone an die andere kommt, dass man den GUP so macht, dass er nicht sichtbar ist im Design. Kannst du vielleicht noch etwas zu dem Rapport zeigen? Kann man diesen Rapport direkt sehen? Siehst du den sofort? Ja, man sieht den jetzt. Also man sieht hier, oder, das Motiv wiederholt sich hier hin. Das heisst, das wiederholt sich dann hier unten wieder. Das heisst, der Rapport ist so auf die Hälfte versetzt. Und wenn man so will, das Kunststück ist eigentlich, dass man nachher, wenn man es von weitem anschaut, dass die Formen nicht rausfallen, also, sondern dass das Design als Gesamtes wirkt. Also, dass man die Unität, dass das Fließende oder dass das durch den Stoff durchgeht. Ich habe immer gezeichnet, schon als kleines Kind. Und das hat mich immer begleitet, täglich. Und in der Schule hat mir dann der Zeichnungslehrer mich gefragt, was ich einmal werden möchte. Und in unserer Familie sind alle im Bau, also Architekt, Bauführer. Und dann habe ich gesagt, ja, Architekt. Ist mir nicht anders zu Sinn gekommen. Und dann sagt er, ja, ich habe ein Talent, er wollte mir vorschlagen, ich soll mich einmal erkundigen wegen Johannes Itten, weil der ist in Zürich und gibt selber Unterricht. Und wenn ich eine Chance habe, dann soll ich doch zu dem gehen. Also du warst an der Kunstgewerbeschule und dann gab es noch die Textilfachschule. Ich war an der Textilfachschule. Und dann habe ich noch so im Nebenfach an der Kunstgewerbeschule, die damalige, also die heutige ZHDK, habe ich noch gewisse Fächer genommen. Die bei uns an der Textilfachschule nicht so am Rande behandelt worden sind. Das ist ein Japanpapier. Das sind handgeschöpfte Papier. Das ist das, was ich immer gebraucht habe. Das ist ganz normaler Wachs? Ganz normaler Wachs oder Paraffin. Das braucht man auch in der Batiktechnik. Es ist auch sehr, es kommt natürlich in der Handschrift ähnlich. Man kann dann die Texturen reinbringen, wie man das will. Mit was fängt man an? Mit dem Hintergrund, mit einem Motiv? Spontan das, was ich im Kopf habe. Also ich habe die Elis Africaine, das sind ja ornamentale Dessen. Dort habe ich teilweise aufs Blatt eine Skizze gemacht. Haben wir das vorzeichnet oder das Ornament, sagen wir grob Umriss. Und der Rest habe ich dann spontan reingemacht. Also was dann auch die Details sind, die sind dann nachher ohne Vorzeichnen mit dem Wachs gemacht worden. Und wenn man dann das hier drauflegt, hat man ja Transparenz vom Papier gesehen, was drunter ist und kann das also sehr gut nachmalen. Bei meinen Designs gibt es nie eine Linie, die mit dem Lineal gezogen ist. Weil das aus meiner Sicht mit dem Material, mit der Weichheit und dem Fließenden vom Gewebe nicht vereinbar ist. Jetzt kommt eigentlich der Hintergrund von der Farbe, vom Design. Das ist im Stoff, also wo bei der Les Africaine zum Beispiel, bei dieser Kollektion, das ist der Fond, wo ich hier hineinfüllen kann. Und jetzt sieht man, dass das ist auch frei hineingefüllt, aber man sieht jetzt, wie das dort, wo der Wachs ist, oder nimmt es das nicht richtig an oder überhaupt nicht. Mhm. Und hingegen im Rest vom Design saugt es das fest.
Jetzt geht der Wachs weg. Und jetzt kann man hier reinmalen. Mit Farbe. Der Wachs, oder? Das ist etwas, wo dann einem zwingt zum spontanen Arbeiten und lässt dann den Zufall für sich reden. Weil der Wachs schnell trocknet. Also das ja, es ist, und dann entstehen Zufallseffekte. Also Zufälle, die manchmal gut sind und manchmal schlecht sind. Aber es ist etwas, das das Ganze belebt und bereichert und wo einem dann die Perfektheit ein bisschen nimmt. Du hast gefragt wegen dem Rapport. Ich habe das Design vor mir, so wie ich es gemalt habe. Und jetzt tue ich mir die Rapportgrösse aufzeichnen, wo das bedingt, damit man Streifenwirkungen und so weiter kann ein bisschen minimieren. Es ist nicht gut, wenn man dann die 40 Meter sieht und man sieht 40 Mal den gleichen Fehler, zum Beispiel. Das ist wichtig. Und dann tut man das hier auf die Hälfte, tut man das rapportieren. Das heisst, ich habe einen Punkt hier und ich habe dann einen hier und ich habe hier. Und das ist immer der gleiche. Oder Blumen oder was immer das ist, das Motiv. Das ist dann immer das Gleiche. Am gleichen Ort. Und wenn ich jetzt mein Original-Dessin habe, habe ich das in etwa hier. So, je nach Grösse. Und jetzt tue ich das gerade bei diesen ornamentalen Dessins von Les Africains, jetzt tue ich das miteinander verschachteln, verbinden, bis es einfach wirklich dann zu einem Pattern wird. Also wenn man da die Kaschmirformen teilweise drinnen hat, dass das, oder da die ganze Gruppe, dann habe ich da wieder das hier oben, die drei. Also du hast gerade gesagt, das ist das habe ich wieder da unten. Originaldesign, das heißt, ja. Das war das, wenn die Wachsmal, also eigentlich das Zufällige, das Spontane, die Idee, die du hast. Das tue ich jetzt in Rapport setzen. Ja. Ich habe immer den Luxus gehabt, eigentlich bis zu 7, 8, vielleicht 9 Farben aufzugehen, maximal einmal 12, weil jede Farbe hat Kosten bedeutet. Investition in die Tools, also in die Schablonen. Und die Schablonen sind teuer in der Herstellung. Öfters dann habe ich die Schablonen wiederverwendet. Also du hast zum Beispiel eine Schablone jetzt hier raus, alles was gelb ist, verwendet? Ja, nochmal. Also, dass man vielleicht ein ornamentales Dessin im Hintergrund hat und dann ein geometrisches Dessin, wie das jetzt ist, das Design wie eines von meinen heutigen Arbeiten, wo man dann hat können mit roten Quadrat drüber drucken. Und dann hat es einen zusätzlichen Effekt gegeben, weil die Farben dann halt übereinander kommen und es Überfalleffekt gegeben hat und teilweise, nicht immer, aber teilweise dann ganz neue Sachen rausgekommen sind, mit gleichen Tools. Du hast ja für ganz unterschiedliche Modedesigner gearbeitet. Wir zeigen Kollektion von Yves Saint Laurent, du hast Givenchy erwähnt. Wie kommt es, dass du für so eine Vielzahl eigentlich von unterschiedlichen Designern gearbeitet hast? Ja, es ist ein Zufall, wie es vielfach im Leben der Zufall eine Rolle spielt. Ich hatte eine Empfehlung und dann eine Begegnung mit dem Hilaire Goldgombe, mit dem Eigentümer von Bucol. Bucol war damals die französische Textilfirma, die die Haute Couture beliefert hat. Zusammen noch mit ein paar anderen, mit Bianchini Ferrier. Bianchini Ferrier bekannt auch, indem der Raoul Dufy, der Maler, für Bianchini geschafft hat. In einer gleichen Funktion wie ich. Aber als Maler berühmt worden ist. Der Zufall, mit dem zusammenzukommen, hat dann dazu geführt, dass er ein Empfehlungsschreiben an seine Kollegen in Paris gemacht hat.
dass die Haute Couture ist ja mit dem Pret-à-Porter, das ist das Chambre Syndicat de Haute Couture gewesen. Da sind die Designer drinnen gewesen, die dazumal auch eine Rolle gespielt haben. Und die Textile haben eigentlich etwas Ähnliches gemacht. Sie sind dann die Hoflieferanten von denen. Die Firma Abraham in der Schweiz und die Firma Schlepfer zum Beispiel, die sind Konkurrenten gewesen, haben es aber geschafft, von außen dort hineinzukommen, zu diesen Designern. Das war eine riesige Leistung damals. Weil das ist da irgendwo nur so einen Designer zu treffen und über die Türschwelle zu kommen, ist ein Kunststück gewesen.